Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Video-Hop der Stempelfamilie mit Freunden. Ich bin Annalena Doberschütz und ich stelle dir eine von 5 Ideen vor, was man so alles mit dem Designerpapier aus der neuen Celebration-Broschüre von Stampin' Up! Machen kann. Meine Idee ist ein Notizblock mit integriertem Stift, das zeige ich dir einmal, den man halt vorne unheimlich schön individuell verzieren kann. Ein paar Varianten dazu zeige ich dir am Ende des Videos, wo du dann auch die Ideen von Angela, Irmtraut, Karin und Merle findest. Praktisch zusammengestellt in einer Playlist. Dann fangen wir doch auch mal an. Die verwendeten Designerpapiere sind in dieser Celebration-Broschüre von Stampin' Up! Du kannst sie im Juli und im August gratis zu deiner Bestellung ab 60 bzw. 120 € dazu bekommen. Ich verwende dieses Designerpapier. Das ist Kreislauf der Natur. Ich habe leider nur noch so ein paar Reste. Wirklich schön ist von dem Papier, muss ich sagen. Also vor allem diese Vögel haben es mir angetan. Warte, wir drehen es nochmal um. Also wirklich einmal querfeldein, was es so gibt. Richtig schön das Papier. Und das Tolle daran ist, es passt nämlich perfekt zu etwas aus dem Mini-Katalog. Das haben sie genau darauf abgestimmt. Der Mini-Katalog gilt von Juli bis Dezember. Und zwar, schieben wir ja mal rüber, zu dem Produktpaket Jahresringe. Es ist einmal dieses wirklich schöne Stempelset. Haus, Baumring, Hochzeit, Besserung, frohes Fest, Einzug, das finde ich total klasse. Und einer Prägeform und Stanzen. Die passen zusammen. Ich verwende die auch. Also einmal ist es so, wenn man es nur prägt, oder man kann hier die Stanzform exakt einsetzen und in einem Schritt das Papier prägen und stanzen. Ich habe das jetzt hier nur so ausgeschnitten, dann kommt das so raus. Wenn man dann, gehen wir noch mal raus, gibt es hier nämlich noch die kleineren Ringe, seht ihr? Damit kann man das hier machen. Warte, setzen wir mal beieinander, da sieht man, zwei verschiedene Größen. Und daraus kann man dann nämlich diese tollen Baumringe machen. Also ich bin total begeistert davon. Es ist wirklich mein Lieblingsset aus dem Katalog, muss ich sagen. Und dann noch das passende Papier dazu, ist super. So. Und total klasse, das Produktpaket Jahresringe kostet etwas über 60 € und damit kannst du nämlich das Designerpapier, das passende, für 60 € gratis direkt dazu bestellen. Das ist super, oder? Na gut, dann wollen wir mal. Für den Notizblock mit Stift benötigst du ein Stück Farbkarton in 11,6 x 25 cm, 2 Stück Designerpapiere in 8,5 x 11,1 cm, ein Stück Band, ca. 56 cm, ein Kennerblock in A7, Klebezettel, ist aber nicht zwingend, ein Bleistift, da möchte ich mal zeigen, auf meinen stehen inzwischen mein Name drauf, finde ich sehr cool, kann mir niemand mehr wegnehmen, und außerdem ein paar Farbkartonreste zum Verzieren. Schieben wir das alles einmal hier beiseite. Das große Stück Farbkarton wird gefalzt an der langen Seite bei Falzen, nicht schneiden, bei 9, bei 10, Beinchen ausfalten, klappt, nicht ausfalten, bei 19 und bei 20. Dann schieben wir es noch weiter auf 22 und markieren. Ja, markieren sage ich. So. Markieren das hier oben und unten einmal. Und die Seite, die kurze Seite, drehen wir noch einmal und legen sie bei 5,8 cm an. Na? So. Und machen auch noch mal eine Markierung. So, das brauchen wir, um es gleich abzuschneiden.
Einmal kurz beiseite. So, man könnte das jetzt direkt in das Schneidebrett einlegen und anhand dieser Markierung machen. Ich habe festgestellt, dass das nicht so gut bei mir funktioniert und dass ich hier oben dann nicht so richtig gut die Spitze treffe. Deshalb mache ich mir jetzt hier noch einmal schnell eine Hilfslinie mit Lineal und Bleistift. Und lege es dann in die Schneidemaschine. So, dann kann man das mal exakt hier anhand dieser Linie sehen. Und wenn man es zuklappt, kann man es nochmal hier genau drin sehen und kann das nochmal ein bisschen ausrichten. Und dann schneidet man diese beiden Ecken hier ab. So, die andere Seite auch. Jo. So, wenn das jetzt hier oben nicht ganz gerade ist, beziehungsweise vielleicht noch so ein bisschen breiter diese Spitze ist, dann kann man einfach mit der Schere nochmal nachschneiden. Das geht ganz gut. Ah ja, das, was ich jedes Mal vergesse. Zwischenlinie, ja, wir falten erstmal. Dann sieht man es besser. Also bei 9, bei 10, bei 19 und bei 20. So. Und bei diesen beiden machen wir uns auch noch mal eine Markierung, ungefähr mittig. Beiden. Und da schneiden wir jetzt noch mal ein. Also entweder nehmt ihr ein Cuttermesser. Ich setze das immer unten an, in dem Fall. Oder ihr nehmt so wie ich also das Cuttermesser oder die Schneidemaschine. Ich setze das unten an, weil es dann näher mit dran ist und ich es besser sehen kann, die Linie. So ungefähr 1 cm, beziehungsweise je nachdem, wie breit euer Band ist. Dann einmal rübergeschoben zu 10. Und einmal in die andere Richtung. So, dass man hier, wo man jetzt die Linien auch noch sieht, 2 Schnitte drin hat. Ich drehe das Ganze dann einmal um, streiche das hier ein bisschen glatt und gehe dann einmal hier mit dem Falzbein runter, damit ich gleich das Band besser reinschieben kann. So. Bei diesem hier habe ich das Band auf der Rückseite unten drunter hergeklebt. Muss man nicht, kann man auch oben drüber machen. Das mache ich jetzt dieses Mal. So. Na, guck mal. Heute mal schlecht vorbereitet. Also, einmal doppelseitiges Klebeband auf die Rückseiten geklebt. Und dann kann man die beiden schon aufkleben. Also es ist wirklich ganz schnell gemacht und ich finde, das ist eine schöne Idee, wenn man mal jemandem eine Kleinigkeit schenken möchte. Also ich gehe davon, also mein Vater nutzt sie total gerne. Wenn er irgendwie mal einen Einkaufszettel schreibt oder so und dann hat er gleich einen Stift diesmal dabei. So, die Pfeilspitze nach hier. Wir wollen ja von außen bekleben. Gucken, dass man halbwegs mittig drauf kommt. So, einmal hier. Einmal hier. Und ihr seht bei mir, sieht man glaube ich nicht so gut. Die Klebekante ist so ein bisschen drüber. Das kann man einfach nach innen klappen. So. Und den zweiten. So. Dann kommt der Block rein. Drauf ein. Also von außen beklebt, wieder umgedreht, Pfeilspitze nach rechts. Darauf achten, dass der Block richtig rumliegt. Ich habe den auch schon verkehrt herum reingeklebt. Das sah super aus. So. Wie immer, mein Tombow ist leer. Ich verstehe das einfach nicht. Egal wie frisch der ist, meine Tombows sind immer leer. Naja. Aber ordentlich einseifen, wollte ich gerade sagen. Einschmieren. Und dann so ein bisschen mehr zu dieser Linie. Also nicht mittig kleben, weil hier kommt noch der Bleistift hin.
Also so ein bisschen mehr an die rechte Kante kleben. Oben und unten mittig. Einmal der Block. Ja, Richtung ist auch richtig. Und auf die andere Seite die Klebis. Die können mittig drauf, das ist egal. Die nehmen nicht so viel Platz ein. So. Dann kommt auch schon das Band. Einmal von außen. Ja, dafür hatten wir es ja vorhin so ein bisschen angedehnt. Ich geht einfach nochmal machen. Ja, schöner Vorführeffekt, funktioniert natürlich nicht. Einmal. Okay. So. Band ist durchgeschoben. Wo habe ich den Bleistift verloren? Bleistift rein. Und dann kann man das auch schon festziehen. Gucken, dass er ordentlich fest sitzt. So, vorne klebe ich das Band nicht fest, aber auf der Rückseite. Dafür, das passiert, wenn der Stift nicht fest genug ist. Gucken wir uns nochmal an. Festziehen. Sehr toll. So. Dafür gucke ich erst einmal, wo ich den Knoten setzen will. Ich möchte mal ein bisschen weiter links haben, nicht rechts, also weiter auf dieser Seite. Deshalb gucke ich, dass die Bänder nicht ganz gleich lang sind, so dass ich hier ein bisschen mehr habe. Das passt. Gut. Dann klebe ich das Band hier auf der Rückseite fest. Muss man nicht. Wie gesagt, man kann es auch unten drunter herführen, dann ist es noch ein bisschen fester. So, einmal hier. Die kurze Seite lasse ich frei. Und hier vorne bis knapp vor die Spitze mache ich auch noch mal Klebeband. So. Dann kommt meine Verzierung. Genau, den Baumstamm habe ich euch ja gezeigt. Das ist eine Hybridprägeform. Also entweder man kann nur die Baumstämme prägen oder man kann sie auch gleichzeitig ausstanzen. Und man kann auch zwei verschiedene Größen ausstanzen. Das finde ich total klasse. Den klebe ich jetzt hier vorne mittig drauf und damit ich weiß, wo ich ungefähr Kleber hinmache, hebe ich ihn hier so ein bisschen an, ziehe etwas unterhalb eine Bleistiftlinie und da kommt jetzt mein Kleber hin, falls mein Kleber will. Und orientiere mich an meinen Bleistiftlinien. Das ist an, dann habe ich mich exakt nur da Kleber, wo auch Kleber sein soll und nicht irgendwie hier oder hier in der Holzscheibe, wo keiner sein soll. Also, und jetzt kommt was ganz Tolles. Ihr seht, ich habe diese Stanzform in 3 verschiedenen Farben. Und da wird einmal eine Eichel raus. Und wenn ich es umdrehe, werden da wie auf dem Papier Pilzköpfe raus. Ist das nicht mal cool? Da haben sie sich richtig was bei gedacht. Und das ist nicht nur bei den Stanzen so, es ist auch bei dem Stempelset so. Also hier sind unsere Pilzköpfe mit den 3 Pilzstangen. Oder man nimmt eine davon, ich würde sagen, oh, diese hier. Und hier hat man den Eichelkopf dazu. Also kann man ganz toll miteinander kombinieren, je nachdem, wie man möchte. 2 zum Preis von einem sozusagen. So.
Dann klebe ich mal die Eichel auf. Doch, dafür nehme ich auch Flüssigkleber. Nicht viel, soll ja nicht seitlich überschwappen. Einmal. Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Meine Katze steht vor der Tür und will rein. Aber die muss diesmal warten. Steht nicht so auf geschlossene Türen. So. Und die Pilze möchte ich auch noch unterbringen. Die kommen hier oben hin. Setze ich hier so ein bisschen drunter. Könnt ihr das hören? Da ist so eine Tür am Klappern. Das ist meine Katze. Okay, das war zu viel Papier. Deshalb nehme ich davon gleich mal ein bisschen was hier auf den anderen mit drüber. Damit das nicht so dermaßen rausquillt. So, ein Pilzkopf. Gucken, dass der Kleber nicht zu weit rüber geht. So. Und das war's auch schon. Zubinden. Und schon hat man einen Notizblock mit Stift. Integrierten Stift gleich. Eins fehlt ja meistens. So. Das war mein Projekt für heute. Dann zeige ich euch doch nochmal die Varianten dazu. Wie gesagt, hier einmal das Band hinten drüber geklebt. Oder so wie hier, muss man dran denken, bevor man das hintere Papier aufklebt. Dann hat man es unten drunter. Hier habe ich nochmal anderes Designerpapier von dem Kreislauf der Natur genommen und das kleine Häuschen. Das finde ich auch ganz schön. So, aus 2 Teilen und wie gesagt, dieses Alles Gute zum Einzug passt total schön. Hier. Hier habe ich das Ganze nochmal im Maritim. Finde ich auch sehr schön. Ich bin ja so ein maritimer Fan. Und was auch geht, wenn du sagst, Bändchen finde ich doof. Ja. Hier habe ich ein größeres Notizbuch. Da habe ich Magnete eingefügt. Hier unter das Papier drunter gesetzt. Das könnte man bei diesem hier auch, nehmen wir den hier, der ist offen, könnte man auch hier und hier zum Beispiel machen. Dafür habe ich dann, weil ja trotzdem Band brauche innen drin, habe ich auch diese Löcher geschnitten, nur diese Schlitze und nur ein kurzes Stück jeweils unter das Papier drunter. Man sieht, dass es hier so ein bisschen rausguckt. Dadurch fällt halt dieses Gebinde vorne weg und man hat trotzdem den Stift mit drin. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und vergesst nicht, euch die Videos von den anderen Vieren anzugucken. Die sind auch ganz toll. Und ihr seht einmal alle 3 Papiervarianten aus der Celebration. Bis zum nächsten Mal. Annalena.